Servus Freunde der Teilchenbeschleunigung. Viele von euch kennen diese Diskussion zwischen aktiven oder ehemaligen Soldaten. Das G3 war klar das bessere Sturmgewehr. Das G36 ist ganz klar die bessere Waffe. Quatsch! Dieses Plastikgewehr kann doch mit seinem Spielzeugkaliber niemals einem G3 ins Wasser reichen. Ja, nee, gibt schon einen Grund, weshalb man Blechspielzeug nicht mehr herstellt, ne? Sind ihr blöd? Das Gewehr 98 war das Beste. 8x57 geht voll ab. Hä? Okay. Zumindest so ähnlich laufen die Diskussionen ab. Ob nun das Heckler & Koch G3 die bessere Waffe ist oder das HK G36, erfahrt ihr jetzt. German Gunworks. Euer Zielwarenhändler. Legen wir also los. Vorab muss ich aber sagen, dass mir klar ist, dass dieses Thema von so einigen recht emotional behandelt wird und ich mir womöglich keine Freunde damit mache. Es gibt aber einen klaren Gewinner. Dann noch kurz zu meiner Person. Ich bin Waffenhändler mit der großen IHK-Fachkundeprüfung, Sportschütze, Jäger, Sachkundeprüfer, Sachverständiger, Customizer, der über die Jahre sehr viele Systeme bis auf die kleinste Schraube zerlegt und getestet hat und. Und wenn es um speziell dieses Thema geht, ich habe seit vielen Jahren meine fachliche Spezialisierung bei den Heckler & Koch Waffen und deren Zubehör, sowie ich ehemaliger Fallschirmjäger bin und beide Systeme auch dienstlich genutzt habe. Ich hoffe mal, das reicht, dass hier niemand auf die Idee kommt, hier würde der Standard-YouTube-Alpha-Kevin über irgendetwas quatschen, von dem er keine Ahnung hat. Ebenfalls muss verstanden werden, dass wir hier das G3 mit dem G36 vergleichen, also Kriegswaffen und nicht irgendwelche zivilen Derivate der Waffen wie ein HK41 mit dem HK243 und deren Tauglichkeit auf einer schönen 100 Meter Indoor-Schießanlage. Somit ist auch klar, dass es um den militärischen Nutzen der Waffe geht. Steigen wir also ins Thema ein mit einem Vergleich beider Systeme. Als Grundlage dient immer die Grundvariante der Truppe, da diese am meisten beschafft wurde. Sondervarianten für Fallschirmjäger oder Spezialkräfte lassen wir außen vor, da dies nicht den Big Army Stand darstellt. Das G3 wurde 1959 in die Truppe eingeführt und löste das G1, also das FN Fall, das zuvor die Standardwaffe war, ab. Beim G3 handelt es sich um ein vollautomatisches Sturmgewehr, dessen Funktionsprinzip die Rückstoßladung ist, sowie es über einen beweglich abgestützten Rollenverschluss verfügt. Also ein Masseverschluss, welcher die Massenträgheit nutzt, um die Öffnung des Verschlusses nach Schussabgabe zu verzögern, um dann eine neue Patrone automatisch in die Kammer zu führen. Das G3 hat ein Leergewicht von 4,38 Kilo und eine Gesamtlänge von 1025 mm. Die Bauweise des Gehäuses basiert auf Blechprägeteilen, welche gebogen und geschweißt wurden. Andere Bauteile wie der Schaft und der Handschutz waren anfänglich noch aus Holz, später dann aus Kunststoff. Visiert wurde über ein Trommelvisier. Es verfügt über die Feuerwahlstellung Sicher, Einzelfeuer und Dauerfeuer. Die Waffe verschießt Patronen im Kaliber 7,62 x 5,1 mm NATO und das Standardmagazin nahm davon 20 Stück auf. Das G36 hingegen wurde 1997 als Ordonnanzwaffe in die Bundeswehr eingeführt, um das G3 abzulösen. Ebenfalls vom Hersteller Heckler & Koch gefertigt, handelt es sich bei der Waffe wie bei seinem Vorgänger um ein vollautomatisches Sturmgewehr. Das Funktionsprinzip ist jedoch gänzlich anders, denn es handelt sich um einen indirekten Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. Bedeutet, im vorderen Drittel des Laufs befindet sich eine kleine Gasentnahmebohrung, welche durch die heißen Gase des passierenden Geschosses Druck auf einen Gaskolben leitet. Dieser wiederum treibt die Antriebsstange an, welche auf den Verschlussträger schlägt und so den Verschluss zum Repetieren bringt. Das G36 hat ein Leergewicht von 3,63 Kilo und eine Gesamtlänge von 1002 mm und kann mit eingeklapptem Schaft sogar schussfähig auf 758 mm eingekürzt werden. Die Bauweise der Gehäuse ist glasfaserverstärkter Kunststoff mit eingearbeiteten Führungsteilen aus Edelstahl. Dies trifft auch auf Handschutz, Schulterstütze und Tragebügel zu. In letzterem ist ein Hensoldt-Zielfernrohr mit dreifacher Vergrößerung, unterschiedlichen Entfernungs- und Schätzmarken verbaut worden. Zusätzlich sitzt über dem Zielfernrohr ein Kollimator, ihr könnt es auch Reflex- oder Rotpunktvisier nennen, welcher für schnelle Schüsse im Nahbereich gedacht ist. Die Waffe verfügt ebenfalls über die Feuerwahlstellung Sicher, Einzelfeuer und Dauerfeuer. Das G36 verschießt Patronen im Kaliber 5,56 x 4,5 mm NATO und das Standardmagazin nimmt 30 Patronen auf. Stellen wir diese Daten nun gegenüber und schauen uns das Ganze mal an. Für das Baujahr vergebe ich aus Prinzip keine Punkte, denn das Alter einer Waffe hat keinen Einfluss auf deren Leistung. Beim Verschluss schaut es aber schon wieder anders aus.
Der Rollenverschluss des G3 ist zwar ein geniales Funktionsprinzip, von dessen Wirkungsweise und Komplexität ich selbst absolut fasziniert bin, aber hier sind wir schon beim Problem der Sache. Es ist eine Kriegswaffe und je komplexer deren Funktion ist, desto schwerer und länger die Wartung und Reparatur. Beide Waffen sind kaum störanfällig und sehr zuverlässig, doch darf man die Feldwartung nicht außer Acht lassen. Und hier geht der Punkt klar zum simpleren G36. Darunter fällt ebenfalls ein Bonus des G36 Verschlussträgers, dessen Repetierhebel für Links- wie für Rechtsschützen genutzt werden kann, während man beim G3 diesen immer nur auf der linken Seite findet. Bedeutet, dass das Handling des Spannvorgangs beim G36 einerseits für Linkshänder kein Problem darstellt, als auch das Handling beim Wechselanschlag erheblich einfacher ist. Somit 1:0 fürs G36. Weiter mit dem Gewicht. Die 750 Gramm Gewichtsunterschied zwischen den Waffen klingt zwar erst einmal nicht dramatisch, jedoch macht für einen Soldaten jedes Gramm, das man nicht schleppen muss, den Unterschied aus. Dazu aber später noch mehr. Somit auch hier klarer Punkt fürs G36. Die Länge der Waffe unterscheidet sich um 2,2 cm zugunsten des G36. Dies wäre eigentlich anhand des geringen Unterschiedes unentschieden. Durch die Tatsache, dass man bei sämtlichen G36 die Schulterstützen einklappen kann und somit die Waffe auf 758 mm verkürzen, wobei diese weiterhin nutzbar bleibt, muss auch hier der Punkt wegen der Führigkeit und Anwendungsmöglichkeiten in zum Beispiel Orts- und Häuserkampfangelegenheiten zum G36 gehen. Ja, ich höre schon die Gedanken einzelner von euch. Aber das G3 gab es auch mit einschiebbarer Schulterstütze. Stimmt, das G3A4, aber im Regelfall nur für die falsche Megatruppe. Und selbst das war im Vergleich länger. Und wenn man fair sein will, müsste man das G36K dem Ganzen gegenüberstellen. Spätestens dann hätte das G3 ebenfalls den längeren, kürzeren, ihr wisst schon, gezogen. Deshalb habe ich aber auch zuvor gesagt, dass wir nur die Standardwaffen vergleichen. Big Army also. Somit 3:0 für das G36. Kommen wir zum Gehäuse. Plastik gegen Blech, Gießen gegen Biegen und Schweißen. Hier muss ich leider etwas weiter ausholen, denn jeder kennt noch die Schlagzeilen über das G36, welche die Waffe als unzuverlässig, unpräzise und schlecht darstellten. Natürlich wurde dies von den G3-Verfechtern gerne als Begründung genommen, doch behauptet dies meiner Meinung nach leider nur jemand, der keine Ahnung hat. Stellen wir uns aber zuerst die Frage, von wem die Kritik überhaupt kam. Ausgelöst wurde die Welle zuerst von der Presse, die für ihre Fachkompetenz beim Thema Schusswaffen hinlänglich bekannt ist. Und dann wurde es von der Flinten-Uschi, damals Verteidigungsministerin, zum Politikum ausgearbeitet. Da unsere Verteidigungsministerin ebenfalls hinlänglich für ihre hohen Qualifikationen in dem Amt bekannt sind, ist also auch nicht verwunderlich, dass die Uschi hier mit ihren von der Leyenhaften Ansichten ebenfalls falsch lag. Auf der anderen Seite stand dann ein grottenschlechtes Marketing von Heckler & Koch selber, welche durchgängig das Maul hielten und nichts dazu sagten oder sich irgendwie öffentlich dagegen wehrten. Letztlich wurde es aber vor Gericht fachlich korrekt geklärt und tada, das G36 ist eine zuverlässige und gute Waffe. Yes! Der Image-Schaden war aber dennoch angerichtet und zieht sich bis heute über die Stammtische der gesprächsfreudigen Unwissenden. Worum es genau ging, kann ich aber mal in einem anderen Video aufklären. Zurück zum Gehäuse stelle ich also fest, das G3 ist anhand seiner Blechprägetechnik und der Materialien G36 ebenfalls unterlegen. Das Gewicht darf nicht zählen, denn dafür hat das G36 bereits einen Punkt geholt. Was aber zählt, ist zum Beispiel, dass ein G36 durch die Witterung, egal ob Kälte oder Hitze, nicht derart aufheizt oder abkühlt wie ein G3. Das nimmt Einfluss auf die Bedienbarkeit und die mechanischen Eigenschaften einer Waffe. Das G3 bekommt aber ebenfalls einen Punkt, weil es soldatensicherer oder besser gesagt idiotensicherer war. Beim G36 hat irgendein Trottel den Mythos in den Raum gesetzt, dass man den Tragebügel, den Kollimator abschlagen kann und darunter dann ein Notvisier zum Vorschein käme. Ja, Resultat, einige kaputte Tragebügel. Ebenfalls haben die Hobby-Rambos unter den Soldaten teilweise zu viel Hollywood-Filme angeschaut und gemeint, mit der Schulterstütze vom G36 könne man unsinnigerweise Türen wie in einem schlechten Weltkriegsstreifen aufschlagen. Resultat, ja, ihr wisst schon, gebrochene Schulterstützen. Eigentlich könnte man zu dem Thema noch die Bajonetthalterung unter dem Lauf aufnehmen, aber ehrlich, als ehemaliger deutscher Fallschirmjäger sage ich euch, Bajonette sind für Pussys, wir haben Klappspaten.
Somit also 4:1 für das G36, denn was das Gehäuse angeht, sind die weiteren Vor- und Nachteile ausgeglichen. Kunststoff kann brechen, Blech kann sich verformen und rosten. Kunststoff sich schneller abnutzen, Blechprägetechnik mit Schweißnähten nicht die Präzision eines Gusses erreichen und so weiter. Kommen wir also zum Visier. Zielfernrohr und Rotpunkt des G36 gegen Trommeldioptervisier des G3. Hier muss ich es euch nicht wirklich länger erläutern, wie überlegen das Zielsystem des G36 dem G3 gegenüber ist. Somit 5:1. Auch bei den Feuerwahlstellungen und dem Abzugssystem geht es nicht lange. Zwar haben beide eine SEF-Abzugseinheit verbaut, jedoch ist der Abzug des G3 technisch deutlich komplexer und somit dem simpleren, aber gleichwertig zuverlässigeren Abzug des G36 unterlegen. Damit 6:1. Nun wird es aber nochmal spannend beim Kaliber. Hier stehen sich Energiewerte von lediglich 1800 Joule der 5,56 Patrone des G36 den 4000 Joule der 7,62 Patrone des G3 gegenüber, also mehr als das Doppelte. Zwar ist die 5,56 mit 1200 Meter die Sekunde deutlich schneller als die 7,62 des G3 mit ca. 900 Meter die Sekunde, jedoch ist die Durchschlagkraft und Wirkung im Ziel anhand der Masse des Geschosses erheblich stärker. Müssen wir nicht drüber reden, der Punkt geht klar an das G3. 6:2. Oder doch nicht? Wie zu Anfang gesagt, geht es hier um die bessere Militärwaffe. Also muss man die Waffe auch im Gesamtgefüge Bundeswehr betrachten. Auch wenn mich die alten Hasen dafür hassen, so ist es unumstritten, dass ein moderner Infanteriezug in Sachen Kampfwert dem der späteren 80er und einem Mitte der 90er deutlich überlegen ist. Bedeutet, ein moderner Infanterist oder Jäger, ja, es gibt Unterschiede zwischen Jäger und Infanterie, ist ausrüstungstechnisch ganz anders aufgestellt als einer aus dem letzten Jahrtausend. Moderne Gefechtshelme, Plattenträger, Funk- und Gefechtsfeldtechnik und sind alles Mittel, die zur Kampfwertsteigerung und der Einsatzfähigkeit beitragen. Hier muss klar sein, dass dies alles zusätzlich Gewicht ist, welches irgendwie kompensiert werden muss. Denn alles davon geht auf die Ausdauer, Kampfkraft und Einsatzreichweite der Soldaten. Ein weiterer enormer Faktor der Kampfwertsteigerung ist das Konzept des Gefechts mit verbundenen Waffen. Bedeutet, früher war klar, jeder Soldat bekommt sein G3. Als Schwerpunktwaffen hatte man das MG3 und die Panzerfaust 44 leicht. Hier und da noch eine MP2, auch Uzi genannt, und die P1 für TE-Führer. Bedeutet, im Regelfall flog viel Blei im Kaliber 7,62 durch die Luft und das von nahezu jedem Soldaten. Durch das neue Konzept der verbundenen Waffen waren plötzlich viel mehr spezialisierte Systeme vorhanden, um die jeweilige Auftragslage besser erfüllen zu können. Bedeutet, man hat die schwerere Panzerfaust 3 als Standarddosenöffner, das G3 ZF, später auch G28 in 7,62 für stärkere und präzisere Schüsse. Scharfschützen haben das G22 in 300 Win Mag für Entfernungen um die 900 Meter, das MG3, später MG4 und MG5 als Streuwaffe, die Granatpistole, die MP2, später MP7 für den Nahbereich, meist von Teileinheitsführern geführt, und die P8 als Pistole. Weitere spezialisierte Waffen mal ganz weggelassen. Es ballert also nicht länger jeder mit dem, was er hat, auf alles, was er findet, sondern jeder Schütze hat mit seinem Waffensystem seine Schwerpunkte, auf die er wirkt. Dass dieses System viel effizienter ist, sieht man aktuell am Beispiel der Ukraine, welche unter modernen NATO-Strukturen gerade den statistisch hoch überlegenen Russen wegen derer veralteten Doktrin nicht nur zusetzt, sondern diese auch im Feld schlägt. Würde man also heute hingehen und den Soldaten das G36 wegnehmen und das G3 wieder austeilen, hätte man sogar einen Kampfkraftverlust, denn hier ist die Rechnung einfach. Eine Patrone 7,62 des G3s wiegt 24 Gramm. Die 5,56 des G36 wiegt gerade mal 11,2 Gramm, also weniger als die Hälfte. Nimmt also ein Soldat 120 Schuss mit ins Feld, dann schleppt er beim G3 stolze 2,88 Kilo an Munition mit sich herum, während er beim G36 gerade mal 1,36 Kilo mit sich führt. Mit der Waffe zusammen sind das gleich mal 7,26 Kilo beim G3 und lediglich 4,97 Kilo beim G36. Dadurch wird klar, ein Soldat mit einem G36 kann viel mehr Munition oder Ausrüstung im Feld mit sich nehmen, als diesen Soldat mit einem G3 konnte. Das bedeutet bei Bedarf erheblich mehr Einschläge beim Feind mit höherem Eigenschutz und modernerer Gefechtsführung und Ausrüstung. Das Argument, dass die Patrone des G3 mehr Leistung hat, stimmt zwar, hat aber anhand modernerer Zugstrukturen an Bedeutung verloren.
Da weiterhin die 7.62-Patronen in Form der Schwerpunktwaffen wie MG3, MG5, G28 genutzt werden, um den Feind zu bekämpfen, sowie man darüber hinaus sogar noch stärkere Kaliber mit noch höherer Reichweite hat, wie zum Beispiel das G22 Scharfschützengewehr mit seiner 300 Win Mag Patrone. Somit sorry, das G3 würde durch die bessere Zugstruktur tatsächlich mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringen. Ich ziehe den zuvor gegebenen Punkt dem G3 der Fairness halber nicht ab, muss aber dem G36 ebenfalls einen Punkt geben. Persönlich bin ich aber auch der Meinung, dass zukünftige Ordnanzwaffen der Bundeswehr ein etwas stärkeres Kaliber haben sollten. Hierbei favorisiere ich die 6,8 x 5,1 mm Lösung, welche aber leider erst dann kommen kann, wenn die USA als führende Nation in der NATO auf ein derartiges System umsteigt. Wir werden also beim aktuellen Thema der Nachfolge des G36 durch das HK416 ziemlich dumm aus der Wäsche schauen, wenn wir heute viel Geld für die Umstellung ausgeben und in wenigen Jahren die Amis absehbar dann den Standard auf 6,8 x 5,1 setzen. Das ist aber ein anderes Thema. Der Endstand ist also 7:2 für das G36, welches als klarer Sieger im Vergleich hervorgeht. Welches Fazit können wir aber daraus ziehen? Das G3 war zu seiner Zeit eine geniale Waffe, welche aber im Gesamtkontext der militärischen Entwicklung an Bedeutung verloren hat. Beim gesamten Thema des Vergleichs ging es nie um den persönlichen Eindruck, den man von der Waffe hat, denn dieser schaut nicht über den Tellerrand, sondern lediglich subjektiv auf die eigene Erfahrung. Es geht immer um die Gesamtleistung und den militärischen Nutzen und hier ist das G36 als Bestandteil dieser Struktur dem G3 deutlich überlegen. Sentimentalitäten weggewischt und objektiv das Thema aufgearbeitet, kann aber auch kein anderes Ergebnis am Schluss stehen. Es ist aber der Lauf der Dinge, dass es dem G36 mit dem neuen HK416A8 nicht anders gehen wird. Hier steht dann das G36 als veraltetes System da, weil es als Gewehr für die Landesverteidigung konzipiert war und nicht die Leistung für die Dauerbelastung heutiger Einsätze unter unterschiedlichsten Klimabedingungen liefern kann. All dies wird mich aber mit Sicherheit nicht daran hindern, mit meinen Zivilvarianten des G3s weiterhin verdammt viel Spaß auf den Schießbahnen zu haben und die Waffe genau wegen ihres Kalibers, ihrer genialen Technik und den damit verbundenen Emotionen zu mögen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, ein Like hinterlasst oder kritisch über dieses Thema diskutiert und uns eure Meinung mitteilt. Gerne könnt ihr uns auch eure Fragen stellen, welche wir dann je nach Relevanz zum Videothema machen. Schreibt uns dazu einfach auf die info@germangunworks.com. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, findet ihr dazu mehr in der Beschreibung zu diesem Video. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Horrido!